Also, ich war heute am Arbeiten in der Schule und in der zweiten Chance und bin abends weg ins Einraum, danach noch zum Freund. Und auf dem Heimweg sind wir durch die Fröschengasse, durch die Fressgasse, und haben dort vernommen, dass zwei Mädels in einem Streit mit einer Gruppe junger Männer waren. Sie waren ungefähr 6 bis 8 Leute. Wir haben uns das angeschaut und an so einem gewissen Punkt ist es dann auch zu Handgreiflichkeiten gekommen. Da sind wir eingeschritten. Die zwei jungen Frauen, eine davon war schwarz, die wurde als Neger beleidigt und hatte kurze Haare und durfte sich dann den Spruch anhören, wenn du aussiehst wie ein Junge, dann kannst du auch Schläger einstecken wie ein Junge. Die andere hat auch sich nicht einfach beleidigen lassen, sondern hat dann was dazu gesagt und hat die Jungs zur Rede gestellt, die jungen Männer zur Rede gestellt und hat sich dafür eine Ohrfeige gefangen. Das ist alles so schnell passiert, dass wir das nicht verhindern konnten. Aber wir sind sofort eingestiegen und eingeschritten. Haben versucht, die zwei zu beruhigen und die von denen wegzubringen, sodass sie nicht mehr in Gefahr sind. Die dunkelhäutige junge Frau ist so ein bisschen zusammengeklappt und hat angefangen zu weinen und hat erzählt, dass das schon seit der Grundschule so geht, dass sie beleidigt wird und dass sie bespuckt wird und dass es einfach keinen Grund dafür gibt und dass sie sich dagegen wehren muss und will. Und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich hatte sie im Arm und ich wusste, wie das ist, irgendwie bespuckt zu werden, wie das ist, beleidigt zu werden und sich wehren zu wollen, aber das nicht zu können, ohne sich selber in Gefahr zu bringen. Und diese Mädels haben sich gewehrt und haben sich damit in Lebensgefahr gebracht. Sie wurden bereits geschlagen, sie wurden bereits beleidigt und wenn wir nicht dazwischen gegangen wären, wäre wahrscheinlich auch noch Schlimmeres passiert. Das, was hier passiert, passiert jeden Tag. Und dass die Mädels die Größe haben, sich dagegen zu wehren, sich in Gefahr zu bringen, auf ihr Recht zu bestehen und dann trotzdem geschlagen zu werden, ist der Alltag hier. Das ist der Alltag von vielen Menschen. Ich mache das eigentlich nicht, solche Videos aufzunehmen und mich über solche Themen auszulassen. Aber auch nur nicht, weil ich mir das abtrainiert habe. Weil wir uns, wenn wir in dieser Gesellschaft überleben wollen, gewisse Emotionen einfach nicht leisten können. Weil wir uns dieses Gefühl für Gerechtigkeit auch irgendwann nicht mehr leisten können. Ich wollte weinen, als ich sie im Arm gehabt habe. Aber ich konnte nicht. Ich wollte es, aber ich konnte nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das hier irgendwann posten werde. Und ich hoffe, dass sich nicht nur alle Leute das bis zum Ende anschauen, sondern dass jeder, der sich das bis zum Ende anschaut, mir das mitteilt. Und jeder, dem seine Mitmenschen an eine Verbesserung der Situation am Herzen liegt, mir schreibt
persönlich. Sagt, dass es nicht in Ordnung ist, was da passiert ist. Sagt, dass es nicht in Ordnung ist, was jeden Tag hier passiert. Und mit mir gemeinsam daran arbeitet, dass das nicht nochmal passiert. Der anfängt, Verantwortung für diese Gesellschaft zu übernehmen. Der sich bildet, der sich informiert, der liest, der aufhört wegzuschauen, wie die Leute, die dort dran vorbeigegangen sind und nichts gemacht haben. Mindestens 8 Leute, die da dran vorbeigegangen sind und nichts gemacht haben. Obwohl die 2 Mädels allein waren. Obwohl die 2 Mädels schon geschlagen wurden. Obwohl die Jungs größer, stärker und 4-mal so viel waren. Jeder, der das liest, was da drunter steht, jeder, der das sieht, jeder, der das hört, was ich gerade gesagt habe, und jeden, den das wirklich kümmert, der darf mir gern schreiben. Der darf gern Teil der Lösung sein. Und der darf das auch gern teilen, obwohl das wahrscheinlich nicht das ist, was ich am liebsten verbreiten würde. Weil ich denke, dass es Situationen gibt, in denen ich besser aussehe. Dass es Situationen gibt, in denen ich besser klinge und mir mehr Gedanken darüber gemacht habe, was ich sage. Und das nicht um 3 Uhr nachts aufnehmen muss, weil ich so verzweifelt bin. Weil ich nicht mehr weiß, was mit den Leuten auf dieser Welt los ist. Dass die sich sowas anschauen können. Dass die sowas sehen. Und absolut nichts daran verändern. Es tut weh. Es tut jeden Tag weh. Man macht sich das nicht bewusst. Man versucht weiterzuleben. Man versucht, das Beste aus seiner Situation zu machen. Aber es tut weh. Und es ist Zeit, daran was zu ändern. Bitte. Jeder, der sich auch nur ansatzweise für mich interessiert, schreibt mir und werde Teil der Lösung.